Was ist so groß wie ein Eisbär, verschlingt seine Beute ganz und schwimmt 65 km/h schnell? Es ist weder ein Hai noch ein Orca-Wal, sondern der atlantische Blauflossenthunfisch, die größte und langlebigste der 15 Thunfischarten. Der atlantische Blauflossenthunfisch hat einige besondere Merkmale, die ihn zu einem der dominantesten Meeresräuber machen. Dessen winzigen Jungtiere im Golf von Mexiko und im Mittelmeer sind kaum größer als eine menschliche Wimper. Im ersten Lebensjahr entwickelt er die sogenannte partielle Endothermie, die Fähigkeit, seine Körpertemperatur zu regulieren. Ein atlantischer Blauflossenthun filtert mit seinen Kiemen Sauerstoff aus dem kalten Meerwasser, das sein Blut kühlt. Die Wärme, die er beim Schwimmen und Jagen erzeugt, erwärmt sein Blut. Bei den meisten Fischen würde diese Wärme durch die Kiemen ins Wasser abgegeben werden, aber der Blauflossenthunfisch kann diese Wärme mittels Gegenstromkreislauf zurückhalten. Kaltes Blut auf dem Weg zu den großen Schwimmmuskeln fließt an warmem Blut vorbei, das die Muskeln über spezielle Rete mirabile genannte Blutgefäße verlässt. Darin wandert die Wärme in das kalte Blut und bleibt im Körper. Das macht den Blauflossenthunfisch zu einem der wenigen warmblütigen Fische. Kaltblüter, deren Körpertemperatur ganz von ihrer Umgebung abhängt, werden in kalten Gewässern träge. Da sich der Blauflossenthunfisch aber warm hält, kann er schärfer sehen, Informationen besser verarbeiten und schneller schwimmen als seine Beute. In der kalten subarktischen Tiefsee fühlt er sich besonders wohl. Dank der Warmblütigkeit, seiner kräftigen Muskeln und der stromlinienförmigen Torpedoform mit einfaltbaren Flossen, um den Widerstand zu verringern, erreicht der Blauflossenthunfisch Geschwindigkeiten wie kaum ein anderes Tier. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h ist er schneller als ein weißer Hai oder ein Orca. Und selbst bei gemütlicher Geschwindigkeit durchquert er den Atlantik in nur wenigen Monaten. Für das Schwimmen benötigt er allerdings viel Sauerstoff, aber auch daran ist er bestens angepasst. Je schneller er schwimmt, desto mehr Wasser fließt durch seine Kiemen und desto mehr Sauerstoff kann er aufnehmen. Da er ständigen Wasserfluss braucht, muss der Thunfisch immer in Bewegung bleiben. Das bedeutet auch, dass der Blauflossenthun seine Beute nicht in sein Maul saugen kann, wie die meisten anderen Fische. Stattdessen muss er sie mit offenem Maul jagen. Er frisst daher kleinere Beutetiere als die meisten Räuber seiner Größe, darunter Tintenfische, Krustentiere und kleinere Fischarten wie Makrelen. Die Temperaturregulierung macht ihn nicht nur zum überlegenen Jäger, sondern verleiht ihm auch eine fast unbegrenzte Reichweite. Sobald er stark genug ist, um gegen die Strömung zu schwimmen, verlässt der Blauflossenthunfisch seine warmen Laichgründe und jagt im gesamten Atlantik. Thunfische aus dem Golf von Mexiko und dem Mittelmeer suchen dieselben Futterplätze auf und die reichen von Brasilien und Texas bis nach Island und Senegal und noch darüber hinaus. Aber im Alter von etwa 10 Jahren kehren sie zur Fortpflanzung stets in ihr Ursprungsmeer zurück. Dort geben Gruppen von Männchen und Weibchen Millionen von Eiern und Spermien ins Wasser ab. Für den Rest ihres Lebens wandern sie jährlich zwischen den Futter- und Laichgebieten hin und her. Der atlantische Blauflossenthunfisch kann über 40 Jahre alt werden und dabei immer weiter wachsen. Die größten Exemplare sind 10 Millionen Mal schwerer als beim Schlüpfen. Aufgrund der enormen Größe, die den Blauflossenthunfisch im Meer unbezwingbar macht, ist er für einen Räuber jedoch besonders anfällig: uns. Der Thunfischfang hat eine lange Geschichte. Er ist sogar auf antiken griechischen Münzen abgebildet. Doch in den letzten Jahrzehnten ist die Nachfrage explodiert, da er für Sashimi, Sushi und Thunfischsteaks gejagt wird. Ein Exemplar kann über $10.000 einbringen, was Überfischung und illegalen Fang fördert. Aber wenn man die jüngsten Schutzbemühungen verdoppelt und die Quoten besser durchsetzt, können sich die Populationen des Blauflossenthunfischs langsam erholen. Erweitere deinen Horizont mit diesen Videos und abonniere unseren Kanal. Auf diese Weise verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.